Lieber Stier, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, was der November für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was zu beachten ist, was ausschlaggebend ist, was auf dich zukommen kann. Was aber vielleicht auch am besten außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Stier im November bitte. Die Pläne. Alte Pläne, neue Pläne. Wie gehen sie konform? Und was ist, wenn die Pläne nicht aufgehen? Bist du flexibel genug, um dich anzupassen, in die Annahme zu gehen? Oder rammst du stur deine Hörner in den Boden, scharrst mit den Hufen? Nein. Tief durchatmen. Du weißt es besser. Eine Prüfung, lieber Stier, eine Prüfung. Deine Geduld wird geprüft, deine Weitsicht wird geprüft. Eine Nachricht, eine Botschaft, irgendetwas kommt. Dein Fundament wackelt. Dein Fundament wird geprüft, wie immer. Auf was ist es gebaut? Auf Treibsand oder solidem Boden? Nervosität, Zusammenhänge. Das, was du nicht siehst, ein Unterbewusstsein. Du versuchst und hast keinen Zugriff drauf. Im Verborgenen, so viel ist uns verborgen. Doch es bleibt verborgen, was in diesem Moment nicht ausschlaggebend ist. Eine weibliche Figur, gut möglich jemand, der dir sehr nahe steht, deine Mutter oder eine mütterliche Freundin, gibt den richtigen Input. Du bringst etwas auf den Punkt. Ein Erbe, energetisch, Werte, das Wertesystem. Du darfst dann erkennen, wenn du bereit bist, dein Wollen um jeden Preis loszulassen. Du wirst geführt, durchaus. Doch bist du bereit, dich führen zu lassen, oder denkst du, du weißt es besser? Denn ist es nicht besser, alles unter Kontrolle zu haben? Um dann vom Universum dorthin geführt zu werden. Um zu erkennen, dass du nichts in deiner Kontrolle hast und dafür aber den Ursprung erkennst. Gut möglich, dass du dich im November sehr mit Mutter Erde beschäftigen wirst, dass du den Ursprung allen Seins erkennst und diesen aber in dir suchst. Im November, der wird intens für uns alle, wirst du das Gefühl haben, immer kurz vom Ziel zu sein, doch die Erkenntnis bleibt aus. Umso mehr du dich hinaus begibst, umso mehr du dich zurücknimmst, umso mehr du entfalten lässt, lieber Stier, umso schneller wirst du erkennen. Darum, alles Hufe scharren bringt nichts, alles Hörner reinrammen bringt nichts. Lass dich führen,
und du wirst es auf den Punkt bringen. Die Hauptenergie, die dich im November begleitet. 3 wichtige Punkte. 3 wichtige Punkte sind es, die es zu erkennen gilt, die es getrennt voneinander anzusehen gilt und die Zusammenhänge zwischen diesen Punkten. Wenn du geduldig genug bist, fügt sich alles. Das, was dir nicht zugänglich ist, der Selbstschutz und Verständnis. Du möchtest zusammenfügen. Du möchtest zusammenfügen aus dem Grund, weil du dazugehören möchtest. So, zu was möchtest du dazugehören? Von was oder wem möchtest du Teil sein? Die Frage ist, möchte es dein Herz? Ja, du wirst sagen, natürlich möchte es mein Herz. Doch ich sage dir, dein Verstand möchte es. Denn dein Herz wird sagen, gib Ruhe. Es ist alles gut so, wie es ist. Dort, wo du bisher nicht angekommen bist, nicht dagegen angekommen, angeeckt bist, gibt es zwischen dem 10. und 13. November eine Antwort. Zusammenhänge werden klar, das Geheimnis wird gelüftet. Ein Krebs wird Klartext reden. Und dann gehen alle Lämpchen auf. Lieber Stier, du bist eine beeindruckende Persönlichkeit. Dort, wo du bist, wo du gehst, wo du stehst, man sieht dich, man nimmt Notiz von dir. Deine Worte, oft so lieblich. Doch warum hast du Angst zu teilen? Warum hast du Angst davor, zusammenzuarbeiten? Warum denkst du, es wäre nicht mehr genug für dich da? Die Sehnsucht nach der Ferne, du arbeitest daran. Du versuchst, die Sicherheiten aufzubauen, die aber nicht sicher werden wollen. So sehr im Außen, du arbeitest, du zeigst dich, du erschaffst. Hier fügen sie ein, worauf ist dein Fundament gebaut?
Nicht mal das Luftschloss auf Zementboden oder Granit, sondern vielleicht das Luftschloss auf Treibsand. Es gibt einen Menschen, vielleicht auch zwei, die zu dir aufsehen, die überzeugt von dir sind. Diese zwei Menschen reden, reden, reden. Du glaubst ihnen alles. Doch gehen sie in die Handlung? Es gibt einiges zu überdenken, lieber Stier. Und vor allem, warum hörst du nicht auf die Intuition? Ja, ich weiß, du sagst, ich mache jetzt einfach mal, irgendwas wird sich schon ergeben. Doch du bemerkst doch, dass es hakt. Darum halte inne, geh zurück zur Essenz. Mit dem Kopf gegen die Wand. Was ist die Essenz? Die wird sich dir dann zeigen, wenn du bereit bist, den Widerstand aufzugeben. Was wird nicht gesehen, lieber Stier? Vielleicht eine Situation von einem anderen Menschen veranlasst, der dich immer auf etwas hingewiesen hat, immer da war, immer voller Unterstützung und Loyalität, doch es war dir nicht gut genug. Doch vielleicht ist gerade das der erste Schritt zur Vergangenheitsverarbeitung, um Mitgefühl und Vergebung entgegenzubringen. Dir selbst. Ein Steinbock aus deiner Vergangenheit kommt zurück. Du gehst nicht darauf ein, dafür aber ein Thema der eigenen emotionellen Unreife bezüglich einer Verbindung. Du wirst versuchen, dies praktisch auf körperlicher Ebene gar sexuell zu lösen. Und der Preis dafür ist sehr hoch.
Hingegen, wenn du Mitgefühl, wahres Mitgefühl für dich und dein Gegenüber hast, wird ein guter Kompromiss gefunden. Macht, wer ist der Stärkere? Eine Entschuldigung wird ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob von dir oder deinem Gegenüber. Es könnte so befreiend sein, wenn du nicht denken würdest, dass du zu kurz kommst. Ein intensives Reading, wie ich schon sagte. Schauen wir, wann der Turnaround kommt und das Universum die Leichtigkeit bringt. Wir machen weiter im Extended, lieber Stier. Ich warte dort auf dich. Ich freue mich. Bis gleich. Ciao.